And finally, new rule. Someone has to tell me how Americans can keep becoming more alike, but also hate each other more than ever. I was made to think of this recently when it came to my attention that vice presidential candidate J.D. Vance fucks his couch. Oh, I'm sure you heard it too. It was everywhere. One guy wrote it on Twitter, and immediately half the country was all in. Our hate for each other is so intense. We all just immediately believe anything bad about the other side. Gerade als wir dachten, es könnte nicht wilder werden, Bill Maher zog die Handschuhe aus und torchte J.D. Vance im Live-Fernsehen in einem so brutal, so unversöhnlichen Takedown. Selbst Donald Trump konnte nicht schweigen. Aber was genau hat Maher gesagt? Und warum hat es Trump in einen totalen Zusammenbruch geschickt? Anschnauren. Denn das war kein gewöhnlicher politischer Braten. But what is in that book is a much more interesting passage where Vance recalls how at age 8 he thought he might be gay. This really resonated with me because when I was 8, puberty was still a few years off, so I hated girls at 8. They had cooties, and I only wanted to be with boys. Well, that does sound gay. So the 8-year-old Vance goes to his grandmother, who he calls Mama, and who has 19 fucking guns stashed around the house in case Sherman's army comes back, I guess. And he asks her if she, a woman born in Kentucky in 1933, thinks he's gay. And she says, JD, do you want to suck dicks? And he says, no, Mama. And she says, then you're not gay. And even if you did want to suck dicks, that would be okay. God would still love you. And I feel like this is a teachable moment. Maybe the Hicks are not as hicky as they used to be. I wouldn't be surprised if me and Trump won just the normal gay guy vote. Because, sure. Again, they just wanted to be left the hell alone, and now you have all this crazy stuff on top of it that they're like, well, no, we didn't want to give pharmaceutical products to 9-year-olds who are transitioning their genders. We just wanted to be left the hell alone. I have a 4-year-old and a 2-year-old. Bevor wir weitermachen, klicken Sie auf den Gefällt mir-Button und abonnieren Sie. Denn Sie wissen, dass Sie sich das nicht entgehen lassen wollen. Jahrelang stellte sich Vance als Wahrheitserzähler dar, als Mann des Volkes, der die Notlage der amerikanischen Arbeiterklasse verstand. Die Schwierigkeit dabei, sich selbst als echt zu brandmarken, besteht jedoch darin, dass es nur funktioniert, wenn man authentisch bleibt. Die Leute merken es, wenn man von der Warnung, dass Trump das Land in politisches Blutvergießen treibt, zu einem plötzlichen Anfeuern übergeht, wie ein fanatischer Fan, der in der ersten Reihe sitzt. Maher bemerkte, dass dies genau der Grund dafür war, dass dies nie angenehm werden würde. Lasst uns darauf einigen, anderer Meinung zu sein. Adverse childhood consequences. Sure. That some kids suffer. Yep. In growing up. Being sworn at, insulted, or humiliated by your parents. Sure. Check. Being pushed, grabbed, or having something thrown at you. Check. Having parents who are separated or divorced. Check. Living with an alcoholic or a drug user. Check. Living with someone who is depressed or attempted suicide. Check. Watching a loved one be physically abused. Check. You're batting 1,000. Ja. Die ersten 5 Minuten verlaufen reibungslos, wie sie sollten. So funktionieren diese Dinge. Politiker bekommen einen sanften Laufsteg, eine Chance, vernünftig zu wirken, bevor die Turbulenzen einsetzen. Vance nickt, redet vorsichtig und macht ein paar unumstrittene Bemerkungen. Doch dann neigt Maher in seiner charakteristischen, ausdruckslosen Art den Kopf und wirft ruhig die erste Mine ins Feld. War es also das erste oder zweite Mal, dass sie Trump als Idioten bezeichneten, bevor sie erkannten, dass er ein Genie war? Boom. Das Publikum brach aus. Kind of a giant asshole. Still would love to get you on the show, JD. But he doesn't fuck the couch. It's not in his book, as the rumor suggested. What goes on between a man and upholstery is none of my business. But in this case, it just didn't happen. Er versucht natürlich, sich umzudrehen. Es geht darum, das Gesamtbild zu betrachten und wie sich Menschen entwickeln. Aber die Evolution ist problematisch,
weil sich Vance, wie Mager betont, nicht einfach nur entwickelt hat. Er verwandelte sich in genau die Kreatur, die er einst verspottete. Und jetzt ist er hier und unterstützt einen Mann, von dem er zuvor behauptet hatte, dass er einen fehlerhaften moralischen Kompass habe, während er so tut, als wäre das nie passiert. Die Belastung ist offensichtlich und sie nimmt weiter zu. Jedes Mal, wenn Vance sich auf sicheren Boden bewegt, stößt Mager ihn zurück ins Feuer. Es ist nicht wütend oder offenkundig grausam, sondern eher eine genau berechnete Mischung aus Ironie, Logik und gut dokumentierter Heuchelei, die den Hörer bis zum letzten Wort im Ungewissen lässt. Donald Trump's new piss boy, Andrew Dice Vance, the VP candidate who has now reopened the question at the very foundation of the Republican Party. Bitch, why ain't you pregnant? Really? Vielleicht bereut Vance seine Entscheidung, hierher zu kommen, und trinkt einen Schluck Wasser. Vielleicht glaubte er, dass er es mit Charme gewinnen könnte. Vielleicht ging er davon aus, dass Mager verzeihen würde. Oder vielleicht, nur möglicherweise, hatte er sich selbst eingeredet, dass er es schaffen würde, obwohl er genau wusste, was passieren würde. Auf jeden Fall beginnen sich Risse zu zeigen. Und das Beste daran, Mager ist gerade dabei, sich aufzuwärmen, als er sich plötzlich nähert, um zu töten. Ein direkter Einstieg in die Glaubwürdigkeit ohne Einleitung oder Abschwächung. Er fährt fort, scheint interessiert zu sein, greift aber sofort nach den Quittungen. Lass uns also über deine Reise reden. Trump stellt eines Tages eine Bedrohung für die Demokratie dar. Danach bist du im Grunde sein Hype-Typ. Das ist eine bedeutende Änderung. Vance ist sich bewusst, dass das kein Scherz ist. Dennoch lacht das Publikum. Es ist ein Setup. Und die Pointe ist er. Maher holt den Papierkram für den Flipflop heraus. Es kann genauso gut ein Ordner sein, auch wenn das nicht der Fall ist. Er listet frühere Äußerungen nacheinander auf, eine vernichtender als die andere. Unter Trump stehen wir vor politischem Blutvergießen. Trump schert sich einen Dreck um seine Anhänger. Trump ist ein Schwindler. Und jetzt? Im Wahlkampf verhält sich Vance nun so, als hätte Trump selbst einen Korb voller Kätzchen aus einem brennenden Gebäude gerettet. Says the country is being run by them. In 2020, he said not having kids makes people more sociopathic and less mentally stable, and the people who are most deranged and most psychotic are people who don't have kids. Have you met your running mate? He's got 5 kids and he's out of his fucking mind. And again, it's 2024. Vance scheint in der Zwischenzeit im Geiste jeden Fluchtweg durchzugehen. Er versucht eine andere Strategie. Trump hat sich weiterentwickelt. Er ist erwachsen geworden. Mager zieht die Augenbrauen hoch. Maher kritisierte weiterhin die Homo-Ehe und warf gleichzeitig die Frage auf, ob Vance in Pete verliebt sei. Das fällt anders auf. Es gibt keine gute Verteidigung. Deshalb kann sich Vance nicht darauf verlassen. Seine eigene Stimme hallt durch das Studio wie eine frühere Wiederholung seines Versuchs, eine Intervention durchzuführen. Und seine Worte arbeiten in Echtzeit gegen ihn. Aus Verzweiflung versucht er eine Wende. Wieder einmal explodiert die Menge. Vance atmet tief aus und hält sein Wasserglas fest, als würde es ihn irgendwie aus dieser Katastrophe herausholen. Jetzt gibt es jedoch keinen Ausweg mehr. Was ist mit Mager? Er hat gerade erst begonnen. Vance fällt auf die List herein. Er muss. Seine Hauptstütze ist die Übertreibung des Kulturkriegs, die das Interesse bestimmter Wähler aufrechterhält und gleichzeitig echte Politik vermeidet. Infolgedessen gibt Vance sein Bestes. Als Mager das Thema beiläufig umdreht und die Gehirnwäsche im Wachzustand erwähnt, als würde er einen Golfball aufschlagen. And of course, the other thing you get to do at a convention is roll out your vice presidential candidate, which in this case was J.D. Vance. Yeah. I know him a little bit. What do you think of him? Look, we're from the same generation. We're both from the Midwest, different parts of the Midwest. Right. I know a lot of guys like J.D. Vance. I've run into a lot of guys like him. Not so much when I was growing up Peter in Indiana. Thiel. But, Peter Thiel is his big backer. yeah, for sure. And Okay, if people don't know who that is, he started PayPal. Yeah. He's gay. He's a billionaire. I mean, I've had a couple of people who knew you were coming on this week said, ask Pete what he thinks about Peter Thiel being so in love with J.D. Vance, who is flatly against gay marriage. Maher verhindert daher, dass er überhaupt ins Ziel kommt. Ja, genau.
Denn das Lesen von Büchern für Oberstufenschüler ist derzeit Amerikas größtes Problem. Wie ein Hammer schlägt der Sarkasmus zu. Und die Menge bricht in Gelächter aus. Vance bemüht sich, weiterzumachen. Mar grinst. Aber ich glaube, dass die meisten Eltern nicht wollen, dass ihren Kindern eine extreme Geschlechterideologie angeeignet wird. Vance bewegt sich unruhig. Offensichtlich ist er sich bewusst, dass er feindliches Gebiet betreten hat. Mar ist jedoch noch nicht fertig. Das Publikum wird wütend. Vance versucht zu antworten. Aber es kommt keine große Antwort. Er kehrt zu seinen üblichen Gesprächsthemen zurück. Die Wahrung traditioneller Werte und der Schutz junger Menschen sind zweideutig. Mar ist jedoch vorbereitet. Vance schien nun die gesamte Reservierung zu bereuen. Mar bleibt jedoch bestehen. Sehen Sie, ich verstehe. Dinge über den Kulturkrieg sind eine schöne Abwechslung. Die Leute fragen sich nicht, warum Millionäre keine Steuern zahlen, wenn sie zu sehr damit beschäftigt sind, über Drag Queens zu schreien. Da ist es, der Bauchschlag. Der Wandel vom Humor zur harten, unversöhnlichen Wahrheit. Die Menge ruckelt zurück in die Realität. Vance stolpert, als er davon spricht, für amerikanische Prinzipien einzutreten. Es ist jedoch offensichtlich, dass er die Debatte verliert. Was it inappropriate for the audience, this is for you, Badja, to boo J.D. Vance at the Kennedy Center last night? No, it's free speech, okay? Come on. She didn't even get to answer. You're right, I'm so sorry, you're right, I tell you. What, you were comfortable watching that? I didn't see it, what happened? They booed him. They called him like a series of expletives. He was with his wife. I thought it was kind of gross. Maher zuckt lässig mit den Schultern und führt den tödlichen Schlag aus. Ja, konzentrieren wir uns lieber auf Bücherverbote als darauf, dafür zu sorgen, dass Insulin bezahlbar ist. Vance versucht zu grinsen, ist sich aber bewusst, dass er gerade in eine Falle getappt ist. Die Kulturkriegsstrategie ist nur dann erfolgreich, wenn ihr Ziel unbestritten ist. Heute Abend löst sich die Illusion jedoch unter Mahers unerbittlichem Sarkasmus und prägnantem Humor auf. Der Schutzschild des Kulturkrieges löst sich plötzlich auf. Maher wendet sich sofort den wirtschaftlichen Realitäten zu, nachdem er eine Schwäche entdeckt hat. Es ist das Einzige, was Vance nicht vermeiden kann. Lassen Sie uns nun über die Personen sprechen, die Sie angeblich vertreten, sagt Maher, während er sich niederlässt wie eine Katze, die bereit ist zu springen, indem sie sich selbst als denjenigen darstellen, der die Nöte der Amerikaner in der Arbeiterklasse kennt. Haben Sie Ihre gesamte Marke rund um die Hinterwäldler-Elegie etabliert? Sagen Sie mir, J.D., wie solche Leute von der Kürzung der Sozialleistungen profitieren. Er ist sich bewusst, dass dies kein freundliches Territorium mehr ist. Nur wenn es Programme sind, die arbeitende Menschen unterstützen. Ist das nicht richtig? Wir haben viele Blankoschecks für Milliardäre im Umlauf, die Steuererleichterungen brauchen. And we always should, but you have completely lost the ability to speak truth to bullshit. The Democratic polling firm Blueprint told Democrats months ago that black voters, aka their supposedly liberal base, were more likely to find the president too liberal than too conservative. Das Publikum nickt bereits zustimmend. Vance versucht, die Richtung zu ändern. Das ist nicht der Punkt. Ziel ist es, zu verhindern, dass Menschen auf staatliche Hilfe angewiesen sind. Mahers Kopf neigt sich. Ja, denn nichts schreit so sehr nach Unabhängigkeit wie Steuervorteile für Unternehmen. Nicht wahr? Das Publikum explodiert noch einmal, als der Sarkasmus überhand nimmt. Vance stolpert, als er versucht, sich umzudrehen. Sehen Sie, die Lösung ist nicht immer staatliches Handeln. Maher unterbricht ihn. Ja? Wissen Sie, was die Regierung getan hat? Die Programme zum Aufbau der Mittelschicht? Sozialversicherung? Medicare? Seine Hände beginnen nach einer weiteren Rettungsleine zu greifen. Nun, ich glaube, dass wir weniger Regulierung brauchen, damit Unternehmen gedeihen können. Maher hält ihn auf, bevor er weitermachen kann. Ja, das ist es. Das Handbuch für Milliardäre. Weniger Kontrolle. Okay, so you agree that people who break in and vandalize a building should be prosecuted? Exactly. Okay, I'm just checking because you did help raise money for people who did so on January 6th, which was, impeding an official proceeding, breaking into a building that they weren't allowed to be in, and vandalizing the Capitol. Vance versucht zu grinsen, aber es ist zu spät. Es ist unmöglich, die Ironie zu übersehen. Nachdem er ein Buch über verarmte Amerikaner geschrieben hat, widmet er seine Zeit nun der Unterstützung derselben Politik, die ihnen weiterhin Not bereitet.
Maher spürt den Sieg, lehnt sich zurück und führt den entscheidenden Schlag aus. J. D. Sie haben sich einen Namen gemacht, indem sie behaupteten zu verstehen, wie es war, in Armut aufzuwachsen. Und jetzt sind sie hier und schlagen vor, dass Millionäre noch mehr Steuererleichterungen erhalten sollten? Er schüttelt den Kopf. Man, tu wenigstens so, als wärst du hin und her gerissen. Vance versucht zu lachen, aber es ist offensichtlich, dass er überlistet wurde. Seine Politik basiert auf Rechtfertigungen, während seine Marke auf Empathie basierte. Und dieses Paradoxon wurde bei Mahers unermüdlicher Untersuchung noch nie so deutlich. Dann passiert es. Die Veränderung. Um etwas Glaubwürdigkeit zurückzugewinnen, beugt sich Vance nach vorne und lächelt selbstbewusst. Schauen Sie, ich verstehe, dass die Leute Schwierigkeiten haben und es gibt kein geregeltes Hin und Her mehr. Es ist jetzt ein Braten. Er ist auch das Herzstück. I feel terrible for my wife because we go to church almost every Sunday unless we're on the road. And does she go with you? I mean, she does. Yeah, she does. Has she's she got 3 converted kids. No, as she well? hasn't. No, that's why I feel bad about it. Is she's got 3 kids. Obviously, I help with the kids, but because I'm kind of the one going to church, she feels like more responsibility to keep the kids quiet in the church. And I felt kind of bad, like, oh, you didn't sign up to marry a weekly churchgoer. And are you okay with this? And she was sort of more than okay with it. Sie unternimmt einen weiteren Versuch und äußert eine nebulöse Plattitüde über das amerikanische Ideal und die harte Anstrengung. Doch Marr springt ein, bevor er weitermachen kann. Ja, absolut. Das Geheimnis ist harte Arbeit. Das Geheimnis liegt in Beziehungen und Steuererleichterungen. Es sei denn, Sie heiraten in eine Millionärsfamilie ein oder erben ein Immobilienunternehmen. Bitte erläutern Sie jedoch, warum sich die alleinerziehende Mutter in Schwierigkeiten nicht ausreichend anstrengt. Das Publikum wird wütend. Vance auch? Dieses falsche Grinsen? Es biebt. Er ist sich dessen bewusst. Irgendwo im hinteren Teil des Raumes murmelt jemand, Huch! Währenddessen brennt das Internet außerhalb des Studios in Flammen. Videos von Vances Kämpfen sind überall auf Twitter zu finden. Jedes einzelne wird von harscherer Kritik begleitet. Auf TikTok ist es noch schlimmer. Ein Teil des Videos zeigt Vances frühere Interviews, in denen er Trump kritisiert, während die andere Hälfte zeigt, wie er sich um Trumps Unterstützung bemüht. Der Lärm? Das Thema, ihre Aufregung zu zügeln. Wurde viral? Was ist mit den Memes? Brutal. Vance ging unbeholfen zurück und wurde in eine Büroszene hineingeschnitten. Eine sich wiederholende Animation von Vance, der versucht, Milliardäre zu verteidigen. Während sein Buchcover mit der Hinterwäldler-Elegie im Hintergrund verschwindet, zeigt sein Gesicht, das in einen Flipflop geklebt ist. In Ordnung. Nun, guten Tag allerseits. Und ich weiß es zu schätzen, dass Sie hier sind. Es ist toll, hier zu sein. Es ist großartig, mit einigen der unglaublichen Menschen zu sprechen, die wir haben, sowohl auf lokaler Ebene als auch auf der Ebene des Bundesstaates Texas und natürlich auch bei unserem Bundesgrenzschutz, die so viele gute Dinge tun, um unsere Sicherheit zu gewährleisten. Und ich habe einige schlechte und einige gute Nachrichten. Und die schlechte Nachricht ist, dass wir aufgrund dessen, was Joe Biden 4 Jahre lang an der Südgrenze tat, einen Rekordanstieg der Migrantenkriminalität, der Fentanyl-Todesfälle und einfach nur einer Flut von Menschen, die nicht in unserem Land sein sollten, die in die Vereinigten Staaten von Amerika kamen, verzeichneten. Als sich der Abend dem Ende neigt, ist Vance nicht mehr nur ein Gast, der zufällig ein schwieriges Interview hatte. In der Welt der politischen Selbstverwalter ist er zum neuen Aushängeschild geworden. Und als Maher das Stück zu Ende bringt, lächelt er und versetzt ihm dann den letzten Schlag in den Bauch. Sich über einen Talkshow-Moderator zu beschweren, ist eine klassische Taktik. Denn nichts deutet mehr auf eine starke Führung hin. Die rechten Medien tun ihr Möglichstes, um die Zugkatastrophe zu verdrehen und verwenden dazu die Phrasen Hinterhalt und Angriff auf Konservative. Ungeachtet der Tatsache, dass Maher sich über alle lustig macht, wollen sie eine Geschichte und die Tatsache, dass Vance gedemütigt wurde, weil er nicht vorbereitet war, ist nicht gerade eine gute Schlagzeile. Aber der Schaden ist bereits angerichtet. Sogar mehrere republikanische Strategen, die sich wirklich mit Optik auskennen, haben privat gesagt, dass Vance direkt in diese Katastrophe geraten sei. Wir müssen die Universitäten in diesem Land ehrlich und aggressiv angreifen. Meine Damen und Herren, die Universitäten streben nicht nach Wissen und Wahrheit, sondern nach Betrug und Lügen. Und es ist an der Zeit, ehrlich zu dieser Tatsache zu sein. Und wir subventionieren
Wir unterstützen und stärken auf unsere Weise alle die Macht der Universitäten. Unser Leben zu kontrollieren und zu kontrollieren, wie wir es leben. Vieles von dem, was die Wahrheit und das Wissen, wie wir es in diesem Land verstehen, untraped, wird im Wesentlichen von den Universitäten dieses Landes bestimmt, unterstützt und gestärkt. Die einfache Tatsache ist, dass unsere Universitäten, während dies geschieht, Maher, ist er bereits weitergezogen. Wieder einmal eine weitere Show, ein weiterer Gast und ein weiterer Moment, der geradezu danach schreit, viral zu gehen. Ist es möglich, dass ein Politiker derjenige ist, der glaubt, ihn überlisten zu können? Ist es möglich, dass es sich um einen weiteren Kulturkriegskämpfer handelt, der bereit ist, vom Wokeismus zu schwärmen? In jedem Fall ist Maher mit den Regeln dieses Spiels vertraut. Eine Lektion, die Vance auf die harte Tour lernen musste. Andererseits macht das Internet in freier Wildbahn immer noch großen Spaß. Die Memes werden nicht aufhören. Diese Clips werden weiterhin verbreitet. Die Faktenchecks häufen sich weiterhin. Es ist möglich, dass Vance möchte, dass diese Zeit schnell vergeht. Es tut mir jedoch leid, JD. Aber so funktioniert das Internet nicht. Was bleibt übrig, wenn Sie die Gesprächsthemen, die vorbereiteten O-Töne und die Aussage, dass Sie einfach ein gewöhnlicher Mensch sind, weglassen? Genau darin zeichnet sich Maher aus. Er durchdringt den Spin wie ein scharfes Messer durch gebutterte Heuchelei. Dies war nicht nur ein schwieriger Abend für J.D. Vance, sondern auch ein lehrbuchmäßiges Beispiel dafür, wie performative Politik in Echtzeit für das Publikum entschlüsselt werden kann. Vance reagierte verärgert, als er vor der Herausforderung stand, die Widersprüche in seiner eigenen Rhetorik zu erklären, einschließlich seiner früheren Kritik an Trump, seiner gegenwärtigen Loyalität und seinem angeblichen Eintreten für die Arbeiterklasse, während er gleichzeitig eine ihnen abträgliche Politik befürwortete. Als Ergebnis dieser Auseinandersetzung kam eine tiefere Realität ans Licht. Ein erheblicher Teil der zeitgenössischen Politik dreht sich nicht um Überzeugungen, vielmehr geht es ums Überleben. Bedauern Sie, was Sie gesagt haben, Senator? Schau, Kristen, ich werde von Zeit zu Zeit Dinge sagen, mit denen die Leute nicht einverstanden sind. Ich bin eine echte Person. Ich werde Witze machen. Ich werde Dinge sarkastisch sagen. Und ich denke, dass es wichtig ist, dass wir uns auf die Politik konzentrieren. Es wird sicherlich Dinge geben, die ich sage. Wenn ich zum Vizepräsidenten gewählt werde, werden die Leute sagen, ich wünschte, er hätte das anders gesagt. Ich denke, es ist am wichtigsten, tatsächlich die Person zu sein, die ich tatsächlich bin. Und zu sagen, dass diese sarkastischen Kommentare im Dienste einer wirklich inhaltlichen Sache gemacht wurden. Dieses Land ist zu familienfeindlich geworden. Es ist zu teuer, sich ein Haus zu leisten. Es ist zu teuer, sich Lebensmittel leisten zu können. Donald Trump und ich wollen das ändern. Der Konflikt innerhalb der Republikanischen Partei ist schwerwiegender als je zuvor. Es gab eine Zeit, in der Authentizität ein Verkaufsfaktor war. Nun ist die Hingabe an Trump das wahre Geld, das verwendet wurde. Für Politiker wie Vance bedeutet dies, dass sie sich in die derzeit angemessene Form verzerren müssen. Auch wenn dies bedeutet, dass sie sich selbst gegenüber ihrem eigenen früheren Selbst widersprechen. Andererseits löst sich, wie Maher veranschaulicht hat, das Ganze sehr schnell, sobald man anfängt, an diesen losen Strängen zu ziehen. Es ist wichtig, diesen Anlässen Aufmerksamkeit zu schenken, denn sie offenbaren die Mängel politischer Narrative. Sie veranschaulichen, was passiert, wenn ein Politiker, der es gewohnt ist, herablassend interviewt zu werden und Softball-Fragen gestellt zu bekommen, plötzlich mit jemandem konfrontiert wird, der ihm wirklich zuhört, sich erinnert und ihn auf sein Verhalten aufmerksam macht. Es gibt Politiker, die alle Hebel in Bewegung setzen und mehr Wert auf ihre Leistung legen. Andere sind gezwungen, ihre Botschaften zu überdenken, nachdem sie zu der Erkenntnis gelangt sind, dass die aufmerksamen Personen möglicherweise, wenn nicht sogar, nicht so leicht getäuscht werden, wie sie zuvor geglaubt hatten. Darüber hinaus zeigt es eines, wenn auch nichts anderes. Es stimmt immer noch, dass Late-Night-Comedians zu den zuverlässigsten Faktenprüfern der Branche gehören. Denken Sie, dass Maher zu weit gegangen ist? Oder hat er der Macht die Wahrheit gesagt? Kommentieren Sie Ihre Meinung unten. Klicken Sie auf den Gefällt mir-Button, wenn Sie gerne echte Gespräche im Live-Fernsehen sehen. Und vergessen Sie nicht, sich für weitere unzensierte Pannen zu abonnieren.